Moin aus dem Wunderland. Wir wollen unseren USA-Abschnitt ein bisschen aufstocken und da haben wir uns natürlich überlegt, was wir nehmen können. Es gab viele Vorschläge, auch in den Kommentaren, und letztendlich haben wir uns für den Knight Rider entschieden und den wollen wir heute mal bauen. Ja, die meisten erwarten ja KITT, allerdings wollen wir den ganzen Truck von KITT bauen. Und das Witzige ist, die Zugmaschine für diesen Truck gibt es zu kaufen mit den goldenen Streifen, ist exakt das Modell aus der Serie. Allerdings gibt es dazu keinen Trailer, das heißt, den müssen wir wieder selber bauen. Wir bauen natürlich nicht nur den LKW, wir haben auch KITT. Hier ist schon mal der erste 3D-Druck, aber als allererstes bauen wir jetzt erstmal den Trailer. Der sieht noch nicht nach Knight Rider aus, das heißt, wir müssen erstmal die Schriften wegkriegen, denn wenn wir da einfach drüber lackieren würden, dann würde man sehen, wie sich die Schriften absetzen. Das ist mir noch nicht hell genug. Man muss halt aufpassen beim Sandstrahlen, dass man nicht auch dieses Profil, was hier mit drin ist, wegstrahlt. ...20 Minuten später. So, ist eigentlich ganz schön geworden und man sieht gar nichts mehr von den Schriftzügen. Und als nächstes bringen wir diese Decals auf. Die hat Erik entworfen und passen sich halt auch farblich genau an die Zugmaschine an, dass halt diese Goldstreifen quasi durchgehen. Natürlich, wie ihr es kennt, einfach nach Vorbild gearbeitet. Als nächstes streiche ich das jetzt hier mit diesem Decal Soft ein. Das ist quasi wie ein Weichmacher, damit das Material von dem Decal sich besser über dieses Profil von dem Hänger legt. Weil jetzt ist es so, wenn das trocknet, zieht es von unten Luft und dann sieht man es auch in den Reflexionen, dass sich da Luft drunter eingeschlossen hat. Und mit diesem Decal Softer wird das Material weicher, kann sich besser über dieses Profil legen, sodass gar kein Lufteinschluss mehr am Ende da ist. Die Decals, die müssen jetzt einmal trocknen, dann gehe ich nochmal mit dem Decal Softer drüber. Und wenn das alles fertig ist, dann kann der Trailer schutzlackiert werden. Während Jens mir den Trailer schutzlackiert und auch den KITT dabei fertig macht und auch schutzlackiert, können wir uns schon mal mit der Zugmaschine auseinandersetzen. Unsere Zugmaschine, die muss natürlich motorisiert werden. Das wird eigentlich komplett auseinandergenommen. Da wird so viel rumgefräst, dass hier ein Motor reinkommt. Dann kommen ja unsere bekannten Spiegel hier dran, die quasi gleichzeitig unsere Ladekontakte sind. Und natürlich Beleuchtung. Mit der Zugmaschine sind wir fast fertig. Bevor ich die jetzt hier zumache und die Kabel verlöte, braucht die natürlich noch einen Fahrer. Und der Charakter ist ja dieser Reginald Cornelius III. Und den versuche ich jetzt einmal ein bisschen nachzubauen bzw. nachzuzeichnen. Das traue ich mir noch zu, weil er sitzt hier hinter den Scheiben. Das sieht man alles nicht mehr so gut. David Hasselhoff hingegen, der später irgendwie mit KITT zusammen noch in die Szene eingefügt wird, den lasse ich mir dann aber auf jeden Fall von Theresa bauen, da der natürlich sehr offensichtlich zu sehen sein wird. Ich glaube, der ist schon ganz gut. Ja, ich male ihn erst an, bevor ich den reinklebe. Schnitt. Was wäre Michael Knight ohne seinen KITT, den Pontiac Trans Am Firebird? Und als Autoheini im Wunderland darf ich den natürlich bauen. Und da war sehr entgegenkommend, dass ich im Internet Zeichnungen gefunden habe, die schon ganz ordentlich waren. Dann hat er hier seine Specials gekriegt, wie das vorne die Öffnung für das Lauflicht und hinten noch einen druckbaren Spoiler, Achshalterung. Ansonsten ist das ein relativ stabiler Körper. Ich habe mich auch entschieden dazu, keine Scheiben reinzumachen,
weil nachher das Auto vom LKW hinten auf dem Trittbett quasi fahren soll und deswegen dieser Teil hinten rausguckt. Und die Erfahrung zeigt halt, dass im K-System es immer mal wieder zu Unfällen kommt und dann ist es von Vorteil, wenn das so stabil wie möglich ist, weil der hat ja oben auch noch Scheiben. Das sind jetzt die Decals, die nachher draufkommen, die Nassschieber. Hier sieht man so ein bisschen, dass es hier so einen Farbverlauf gibt, was halt so ein bisschen den 3D-Effekt wecken soll, dass es eine Glasscheibe ist und nicht einfach nur Lack. Ich habe jetzt hier schon einen schönen Druck bekommen, der sieht echt ganz ordentlich aus. Der muss jetzt schwarz. Nun ist er getrocknet. Jetzt werden wir mal ein paar Aufkleber draufbringen. Jetzt ist der noch einmal schutzlackiert worden. Zum einen, um noch so ein bisschen die Unebenheiten auszubügeln. Das deckt der Lack ganz gut ab. Und so kann ich den jetzt guten Gewissens an Philipp übergeben. Du hast gesagt, du bist fertig. Ich habe was für dich. Ja. Einmal hier euren Trailer zurück, Ja. fertig lackiert. Oh ja, sehr nice. Und dann kommen wir zum Besten. Ja. Didip, 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 didip. Geil. Ja, wenn der noch beleuchtet ist, ne? Ja, da macht er richtig was her. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Vielen Ja, Dank. ich freue mich drauf. Ja. Und du wirst das Ergebnis sehen. So, Kit ist ja fertig, den hat Jens mir ja gegeben. Aber was wäre Kit ohne Michael Knight? Und um so eine Figur zu bauen, da haben wir natürlich unsere Theresa, die ist Profi. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken, ne? Na, dann zeig mal her, was du da hast. Ich hatte dir ja schon eine Mail geschickt Ja. mit einer Idee, wie wir Michael Knight da unterbringen, weil wir ja quasi eine fahrende Szene darstellen. Das dürfte kein Problem sein. Ja. Man, die Fenster sind hier oben ja auch angedeutet. Und Genau, wenn da man da kleben wir ihn draufsetzt, später drauf. Also ich muss erst die Elektronik machen, bevor ich dann die Figur drauf Ja, klebe, ja. sondern nicht, dass mir das nochmal kaputt geht. Aber ich gebe ihn dir lose ja, und passe ihn vorher an auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch einen Dummy, dass ich den nicht kaputt... ja. Das ist gut. Also das dann kann ist- ich nämlich auf den probieren. Genau, das ist der Druck, den hatte Jens mir ja vorher schon mal Ja. gegeben. Und da gebe ich dir den erstmal wieder mit, dann hast du den in Sicherheit. Okay. Und dann bringe ich dir die Figur vorbei. Ja, ich sobald bin es sehr fertig ist. gespannt. So, ich habe mir jetzt aufgrund des Fotos, welches ich bekommen habe, schon mal Figuren rausgesucht, um auch diese Pose etwas hinzubekommen oder jedenfalls so ähnlich hinzubekommen, der auch diesen Kragen so hochstehen hat. Und die will ich auf jeden Fall benutzen. Da kommt das Gesicht auch schon ganz gut hin. Muss ich natürlich noch so eine Lockenpracht da machen, aber das kommt zum Schluss. Dann eine Figur, die so die Arme so hält. Werde hier so ein bisschen Frankenstein spielen und die beiden verheiraten. So, wir haben jetzt alle Teile zusammen von Jens und Theresa, also David Hasselhoff und Kit ist alles hier. Und wir wollen daraus ja jetzt eine schöne Szene basteln, wie sie dann auf der Anlage rumfährt. Und da kann man sich bei Google so ein paar Bilder angucken, wie Kit hinten gerade auf die Ladefläche fährt. Und das, finde ich, ist halt sehr praktisch für uns, weil dann Kit und der Truck miteinander verbunden sind und das so eigentlich ein schönes Bild abgibt. Dafür wird gleichzeitig aber auch der hintere Teil von dem Trailer, also ungefähr so dieser Bereich, der wird noch ersichtlich für die Besuchenden sein. Das heißt, hier hinten, da kommt Riffelblech unten rein. Dann haben wir hier quasi so ein Bild aus dem Trailer von Kit, was quasi auf so eine Zwischenwand geklebt wird, dass das halt so scheint, als würde der weiter durchgehen. Dann eine Person kommt noch da rein. Dann wird der hintere Bereich noch von innen ausgeleuchtet. Die Verkabelung, da werden wir jetzt nicht so weit drauf eingehen. Das habt ihr in genügenden Videos schon gesehen. Wir werden uns heute ein bisschen mehr auf dieses Modellbauerische konzentrieren. Und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen.
So, die Beleuchtung vom Trailer ist jetzt fertig. Das habt ihr im Schnelldurchgang gesehen und deshalb können wir uns jetzt endlich Kit zuwenden. Ja, jetzt ist wirklich alles fertig. Morgen früh gehen wir noch mal vor Öffnung in die Anlage, um den zu programmieren. Das dauert nämlich ein bisschen mit dem Lauflicht. Das ist sehr nervig, das während den Öffnungszeiten zu machen. Aber ansonsten sind wir durch. So, der Truck ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, den zu bauen. Wenn ihr den hier im USA-Abschnitt fahren seht, dann postet gerne Fotos in den sozialen Medien, schreibt Kommentare dazu. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.